Kurz gesagt werden Daten bei Edge Computing vor Ort verarbeitet, während die Daten bei Cloud Computing mit Hilfe von Servern von Cloud-Anbietern verarbeitet werden. Okay, aber was bedeutet das genau? Und was sind die Vor- und Nachteile davon? Für welches sollte man sich entscheiden? Bei Cloud Computing wird ein Server mit einem oder mehreren Personen geteilt, welche den Server mitsamt deren Speicher und/oder Ressourcen für irgendeinen Zweck nutzen. Diese Server werden von großen Konzernen für verschiedene Kosten und Zwecke angeboten. Microsoft, Google und Dropbox bieten zum Beispiel eine gewisse Menge an Festplattenspeicher. Wenn man über die Grenze geht und mehr Speicher verlangt, kann man ein kostenpflichtiges Abo starten. Andere Angebote wären Microsoft Azure, womit man einen Computer in Microsoft-Servern steuert. Amazon hat auch ein Angebot namens Amazon Web Services. Videospiele wie Fortnite von Epic Games und Dead by Daylight von Behaviour Interactive nutzen es, um mithilfe von deren Servern mit verschiedenen unterschiedlichen Geräten zu kommunizieren. Amazon Web Services bietet auch die Möglichkeit an, Aspekte für ein Spiel mithilfe von Cloud Computing zu entwickeln. Bei Edge Computing handelt es sich nicht um einen Service, bei dem man einen Abonnent zahlen muss, um es zu nutzen. Stattdessen werden die Geräte vor Ort installiert, die den Job machen können. Und die Geräte bearbeiten die Daten dann, wie bei Cloud Computing auch, und schicken es vor und zurück mit dem Endanwender. Nachdem man die Hardware bezahlt hat und aufgebaut hat, muss man nichts weiter zahlen. Edge Computing verbraucht auch, wegen dem geringen Abstand, weniger Bandbreite, verschnellt die Reaktionszeit und erhöht die Leistung des Endgeräts. Okay, ein Beispiel. Man könnte Edge Computing in Sensoren, Überwachungskameras oder Thermostate einsetzen. Diese Geräte können Daten sammeln und mittels Edge Computing lokal verarbeitet werden, ohne Daten durch das Internet senden zu müssen. Mit Sensoren kann ein Überwachungssystem alarmiert werden. Überwachungskameras können Aufzeichnungen an einem lokalen Computer übertragen und Thermostate können Daten an das Gerät senden, die die Raumtemperatur kontrolliert. Die Nachteile von Edge Computing sind die große Preiswahl, die man erst bekommen muss. Die Hardware, die man für sich selbst kauft, könnte vielleicht auch nicht ausreichen. Und da Edge Computing im Vergleich zu Cloud Computing nicht einfach skalierbar sei, muss man sich zuerst richtig gut für die richtige Hardware entscheiden. Hier sind Vorteile für Cloud Computing. Cloud Computing ist nützlich für die Individuelle, die gerade nicht die richtige Hardware besitzen. Zum Beispiel, du möchtest Dateien speichern, aber die Festplatte reicht nicht aus. Oder du möchtest Daten ohne größere Probleme übertragen. Vielleicht möchtest du einfach nur Daten auf einem anderen Gerät aufrufen, ohne Hardware selbst mitnehmen zu müssen. Du könntest in solch einer Situation theoretisch Cloud-Plattformen wie Dropbox oder Google Drive nutzen, um Daten in Cloud-Servern zu speichern. Dann kannst du die Daten nicht nur auf deinem PC, sondern auch auf anderen PCs oder ganz anderen Geräten aufrufen. Diese Art von Service wird auch meistens kostenlos angeboten, solange man nur eine geringe Menge an Daten dort abspeichert. Ein weiteres Beispiel wäre das hier. Du animierst einen 3D-Film und plötzlich geht die Grafikkarte kaputt, womit man den Film rendern möchte. Gerade kannst du einen älteren Computer nutzen, um den Rest des Films zu animieren, aber ein Testrender würde Stunden oder vielleicht sogar Tage damit brauchen. In der Situation könnte man zum Beispiel Autodesk Renderings Cloud Rendering Software nutzen, die den Film in der Cloud mit deren Grafikkarten rendern. Das ist temporär günstiger als Edge Computing, wenn man sich eine neue noch nicht leisten kann, und ist auch schneller als auf eine neue Karte zu warten. Die Nachteile von Cloud Computing sind die folgenden. Es kann sein, dass vielleicht Daten gestohlen werden können, was nicht so wahrscheinlich bei Edge Computing passieren könnte. Der Cloud-Anbieter selbst könnte ebenfalls Kontrolle über die Daten und dessen Verarbeitung besitzen. Der Service könnte ebenfalls Ausfallzeiten haben, wo man dann nichts selbst verarbeiten könnte, und nach einiger Zeit könnte ein kostenpflichtiges Abo mehr Kosten mit sich bringen, als wenn man die Hardware selbst kaufen würde. Im Laufe der Zeit ist es also wahrscheinlich besser, Edge Computing zu verwenden. Fazit: Beide Computing-Methoden haben ihre Vor- und Nachteile, die in gewissen Situationen besser oder schlechter als die andere Methode wäre. Edge Computing hat alles vor Ort, ist sicherer und schneller. Cloud Computing hat jedoch nicht die Hardware-Anforderungen, die Edge Computing benötigt. Jeder muss für sich selbst entscheiden, wann welche Methode effektiver wäre.